Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Obwohl der Sommer schon fast vorbei ist, habe ich für euch trotzdem noch ein Sommeroberteil gehäkelt. So schaut es aus. Schaut richtig toll aus, finde ich, und ist eigentlich auch recht leicht zu häkeln. Also ich wünsche euch viel Spaß und wir starten mit dem Häkeln. Ich verwende die Cotton Soft Wolle von der Firma Relana. So, Lauflinie haben wir da, 50 Gramm, 150 Meter. Die Häkelnadel verwende ich 3,5. So, für Größe 34-36 habe ich ca. 125 Gramm Wolle gebraucht. Ich habe hier ungefähr ausgerechnet, wie viel man Wolle braucht für weitere Größen, aber es hängt wie immer davon ab, wie lang und wie breit ihr das Oberteil häkelt. Das sind nur ungefähr Angaben. Ich würde auf jeden Fall eher mehr kaufen als weniger. So, das Oberteil fangen wir hier oben, von der oberen Kante fangen wir an zu häkeln und dann bewegen wir uns hier nach unten. Also wir häkeln zwei solche Teile getrennt und ab da häkeln wir das Ganze in Runden. So, von der Breite habe ich hier 45 cm. Die Höhe von diesem unteren Teil, was wir in Runden häkeln, sind bei mir 27 cm und die Höhe von diesem Teil 6,5 cm. Und hier habe ich die Breite von, das ist bei mir die 30, glaube ich. Ich schaue gleich. Das sind ca. 30 cm. So, die Maschenanzahl. Mustersatz besteht hier aus 6 Maschen plus eine Luftmasche. Also für Größe 34, 36, 55 Luftmaschen. Da auch wiederum nur ungefähr Angaben. Es kann mehr oder weniger Maschen sein, aber immer plus oder minus 6 Maschen. 55 plus 6, das sind zum Beispiel 61 Maschen. Je nachdem, also wie viel Breite man braucht, entsprechend so viele Luftmaschen anschlagen. Da kann man zum Beispiel sagen, ich rechne noch plus 6 Maschen. Was man zu Hause machen kann, wenn man unsicher ist, wie viele Luftmaschen man braucht. So, man kann zu Hause zum Beispiel ein T-Shirt anziehen, was gut anliegend passt. Die Ärmel sollten auch bei dem Shirt nicht gerade sein, sondern ganz normal, so abgerundet. Und wenn man jetzt unser T-Shirt, wenn wir unser T-Shirt häkeln, wir haben ja oben praktisch dieses Teil, was wir zuerst häkeln. Das ist eher dann eigentlich gerade gehäkelt. Schaut bloß ein bisschen auseinander aus. So, und diese Breite soll hier zwischen den Ärmeln passen. Das ist dann die Breite für das Oberteil. Und das kann man zu Hause ausmessen. Und wenn man hier ein paar Reihen gehäkelt hat, kann man immer noch schauen, also brauche ich mehr Maschen oder brauche ich weniger Maschen. Und dann entsprechend die Breite anpassen. Wir schlagen mit euch die Luftmaschen an. So, die erste Reihe häkeln wir feste Maschen. In die zweite Luftmasche steche ich ein und häkle eine feste Masche. Also Faden holen, 2 Schlingen durch. So, in die nächste Masche einstechen, Faden holen, beide Schlingen durch und so häkeln wir in jede Masche jeweils eine feste Masche.
So, die Maschen habe ich jetzt gehäkelt. Jetzt häkeln wir die zweite Reihe. Ich beginne mit 4 Luftmaschen, wende das Ganze. Überspringe unten eine Masche. In die dritte Masche stiche ich ein und häkle ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Eine Masche überspringen, in die nächste einstechen, ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche. Eine Masche überspringen, in die zweite Masche. Ein Stäbchen. Und das wiederholen wir stets. Eine Luftmasche, ein Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Hier habe ich ein Stäbchen gehäkelt, eine Masche überspringen und in die letzte Masche häkle ich auch ein Stäbchen. So, und das Lochmuster häkeln wir noch 2 weitere Reihen. Also 3 Luftmaschen und noch die 4. Luftmasche, also 4 Luftmaschen. In das Stäbchen ein Stäbchen. Eine Luftmasche. In das Stäbchen wieder ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche, ein Stäbchen und so weiter. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, ich bin jetzt am Ende der Reihe. Hier habe ich in das Stäbchen ein Stäbchen gehäkelt. Und jetzt häkle ich noch hier am Ende der Reihe das letzte Stäbchen. Und die nächste Reihe beginne ich wieder mit 4 Luftmaschen. So, und häkle in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen und so weiter. So schaut es aus. Und die nächste Reihe häkle ich nur Stäbchen. Also 3 Luftmaschen. Das Ganze wenden. Hier zwischen den Stäbchen ein Stäbchen häkeln. In das Stäbchen ein Stäbchen. Zwischen den Stäbchen ein Stäbchen, in das Stäbchen ein Stäbchen. Und dann wiederum zwischen den Stäbchen ein Stäbchen und in das Stäbchen ein Stäbchen. Also in jede Masche häkeln wir jeweils ein Stäbchen. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Hier habe ich das letzte Stäbchen und hier in diesen Bogen häkle ich noch 2 Stäbchen. Das erste und das zweite Stäbchen. So, und wir haben jetzt ein Element aus 1, 2, 3, 4, also aus 4 Reihen gehäkelt. Und wir häkeln auf diese Weise noch das zweite Element. Genau gleich häkeln. Also ich habe bereits 2 Elemente gehäkelt. Die schauen dann so aus, also praktisch genau gleich. So, wenn wir beide Teile fertig gehäkelt haben, mache ich Folgendes. Ich schlage hier jetzt mit dem gleichen Faden die Luftmaschen auf der Seite auf. Und zwar, ich schlage jetzt 11 Luftmaschen für 2 Mustersätze praktisch. Und zwar pro Mustersatz sind es dann 6 Luftmaschen. Bei dem zweiten Mustersatz ziehe ich eine Masche ab. Das heißt, ich nehme dann keine 6, sondern 5 Luftmaschen auf. Und jetzt verbinde ich die Seite mit der zweiten Seite. Also hier stiche ich ein auf der anderen Seite,
hole den Faden und verbinde das Ganze mit einer Kettmasche. So, auf einer Seite können wir den Faden abschneiden, auf der anderen Seite nehmen wir genauso 11 Luftmaschen auf. Pro weitere 3 Größen noch einen Mustersatz dazu häkeln, dann sind es keine 11, sondern zum Beispiel 17 Maschen. Wie gesagt, 3 Mustersätze sind es. 6 plus 6 plus 6 sind 18, minus eine Masche sind 17 Maschen. So. Und jetzt häkle ich eine Reihe Lochmuster. Ich beginne mit 4 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle hier praktisch in jede zweite Masche häkle ich ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche überspringen, ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche, eine Masche überspringen, ein Stäbchen häkeln. Und hier dann in das erste Stäbchen häkle ich auch ein Stäbchen. Und jetzt habe ich hier praktisch 2 Mustersätze, das sind 1, 2, 3 und die zweiten 3 Löcher, insgesamt 6 Löcher, die ich dafür brauche. Und jetzt häkle ich nach Muster weiter eine Luftmasche, ein Überspringen, ein Stäbchen häkeln und so weiter. Also für das Muster, was wir danach häkeln, brauchen wir jeweils immer 3 solche Löcher für einen Mustersatz. Und das muss dann praktisch stimmen, wenn man alle Löcher durchzählt, dass die teilweise durch 3 sind. So häkle ich das Muster weiter, bis ich hier auf der Seite ankomme. Hier häkeln wir gleich zusammen. Also einfach das Muster weiter fortsetzen, eine Luftmasche. Hier haben wir ein Stäbchen gehäkelt, hier überspringe ich eine Luftmasche und häkle ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche überspringen, in die nächste ein Stäbchen häkeln und so weiter. Dann häkeln wir auf der Seite da wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen und so häkeln wir die Runde dann zu Ende. So, ich bin jetzt am Ende der Runde. Und jetzt schließe ich einmal, hier habe ich eine Luftmasche und hier in die dritte Luftmasche einstechen, Faden holen und mit einer Kettenmasche schließen. So schaut es aus. Das zeige ich nochmal. Wir haben jetzt eine komplette Runde. Wie gesagt, hier zwischen habe ich jeweils 6 Löcher. Und dann die restlichen sollten auch teilbar durch 3 sein. So einmal komplett durchgehäkelt. Hier auf der anderen Seite auch. So schaut es auch aus. Jetzt häkeln wir weiter das Muster. So, jetzt häkeln wir die Musterreihe. Ich beginne jetzt mit 4 Luftmaschen. Und wie ich schon sagte, wir brauchen pro Mustersatz 3 solche Löcher. Also 4 Luftmaschen. Jetzt nehme ich mir das mittlere Loch und häkle da 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal in dieselbe Stelle einstechen, 2 Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche.
So, wie gesagt, wir haben hier 3 Löcher. Jetzt das Stäbchen überspringe ich, hier steche ich ein und häkle ein Stäbchen. Und wir haben jetzt einen Mustersatz gehäkelt. Und das Ganze wiederholen wir stets. Eine Luftmasche, jetzt haben wir die nächsten 3 Löcher. In das mittlere Loch häkle ich wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So, eine Luftmasche und hier bei dem Stäbchen steche ich ein und häkle ein Stäbchen. Jetzt haben wir wieder 3 Löcher, ein Mustersatz. Und das Ganze wiederholen wir. Eine Luftmasche, in das mittlere Loch häkle ich 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, eine Luftmasche, hier das Stäbchen überspringen und hier in das Stäbchen ein Stäbchen häkeln. Und wir haben wieder einen Mustersatz. Und das Ganze häkeln wir dann weiter, bis wir am Ende der Runde ankommen. So, jetzt bin ich am Ende der Runde und jetzt schließe ich das Ganze. Hier in die dritte Masche einstechen, Faden holen und mit einer Kettmasche schließen. Und das Muster wiederholen wir jetzt stets. Und zwar, man kann es mit 2 Stäbchen häkeln, das Muster. Man kann aber auch, wenn man es etwas weiter auseinander häkeln möchte, zum Beispiel für Kinder, könnte man das auch sehr gut häkeln. Wenn es mehr ausstehen soll, kann man zum Beispiel die nächste Reihe, an der nächsten Reihe schon mal 3 Stäbchen häkeln. Ich will es aber nicht so ganz weit haben, deswegen häkle ich weiterhin 2 Stäbchen. Also ich beginne mit 4 Luftmaschen und häkle hier zwischen diesen Stäbchen in den Bogen wieder das gleiche Element. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Also das zweite Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal in dieselbe Stelle 2 Stäbchen. Eine Luftmasche. Jetzt häkle ich hier in das Stäbchen ein Stäbchen. Also genau gleich. Eine Luftmasche. Hier in den Bogen zwischen diesen Stäbchen steche ich ein und häkle wieder das gleiche Element. 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen. In dieselbe Stelle 2 Stäbchen. Eine Luftmasche, in das Stäbchen ein Stäbchen. So, eine Luftmasche. Und das Ganze wiederholen wir stets und häkeln, bis wir am Ende der Runde ankommen. Also 2 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen. So schaut es aus und dann häkeln wir einfach weiter. So, jetzt bin ich am Ende der Runde und da schließe ich wieder mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche einstechen, Faden holen und die linke durch die rechte durchziehen. Und das Ganze wiederholen wir stets und häkeln auf diese Weise mehrere Runden. Also ich beginne wieder mit 4 Luftmaschen und häkle hier wieder in die Mitte das gleiche Element. Also 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Dann eine Luftmasche, ein Stäbchen und so weiter.
So, so schaut es aus. Und wie gesagt, wir häkeln dann, häkeln nur ein Stäbchen hier. So, auf diese Weise häkeln wir beliebig viele Runden. Die Länge dann einfach anpassen. Ich muss erstmal schauen, wie viele Runden ich häkle. So schaut es dann aus. Also ich habe jetzt das Teil soweit gehäkelt, so schaut es aus. Ich habe jetzt insgesamt 20 Runden gehäkelt und das sind bei mir ungefähr 25 bis 26 cm. Und ich habe in der Breite ca. 45 cm. So. Und die komplette Länge kann ich jetzt auch noch ausmessen. Habe ich jetzt von oben bis nach unten ca. 31 cm. So, jetzt häkeln wir noch die Träger. Also hier oben auf einer Seite fange ich an. Also ich stiche einmal stiche ich ein. So, einmal und dann daneben noch einmal. So habe ich das jetzt gemacht. Dann ziehe ich den Faden durch beide Schlingen durch. So, jetzt habe ich Folgendes. Ich hatte vorher diese zwei Schlingen gehabt. In die hintere Schlinge stiche ich nochmal ein. Hole den Faden, ziehe den Faden durch. Habe jetzt wieder zwei Schlingen, beide Schlingen durch. Und das Ganze wiederholen wir. Jetzt wieder in die hintere Schlinge einstechen, Faden holen, durchziehen. Jetzt beide Schlingen durch. Jetzt wieder von hinten in die hintere Schlinge einstechen, Faden holen, durch beide Schlingen durch. Und auf diese Weise häkeln wir dann die Träger. Also wenn wir eine Schlinge haben, holen wir von hinten die zweite und dann beide Schlingen durch. Und auf diese Weise einfach weiter häkeln. So schauen die Träger aus. Von der Länge einfach dann die Länge anpassen. Also wenn wir genug Länge haben, ziehe ich den Faden einfach hier durch die eine Schlinge. Und dann kann man das Ganze wir haben hier beide Seiten, bei der anderen Seite einfach dran legen und mit einer Nähnadel vernähen. Einfach annähen. So, genau. Dann schauen die Träger so aus. So, jetzt verarbeiten wir mit euch noch die Fädchen. Ich habe hier zum Beispiel den Faden. Ich mache Folgendes: Den Faden kann man in zwei Teile aufteilen. So, dann mache ich Folgendes: Irgendwo in der Nähe stiche ich ein, nehme mir einen Faden, ziehe einmal hier durch. Jetzt können wir einen Knoten binden. So. Jetzt kann man Folgendes machen: Entweder man schneidet das direkt ab oder man zieht den Faden noch ein paar Mal irgendwo durch. So einstechen irgendwo. So zum Beispiel. Und jetzt nehme ich den Faden und ziehe einmal hier durch. So. Und jetzt kann man abschneiden den Faden. So, jetzt schneide ich ab. Und auf diese Weise alle anderen Fädchen verarbeiten.
und dann sind wir mit dem Oberteil soweit fertig. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln, macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal, schreibt eure Wünsche, Kommentare oder einfach auch eure Fragen. Würde mich sehr freuen. Also tschüss und bis zum nächsten Mal.